Also entweder bist du hier, weil der Gringo Meyer absolut ein Begriff ist und du seinen Hit Ayo auf deiner Gitarre spielen können willst, dann bist du hier genau richtig und ich muss gar nicht mehr dazu sagen. Oder du bist einfach neugierig, was das jetzt mal wieder für ein Video von mir sein soll, hast aber von Gringo Meyer noch nie gehört. Dann möchte ich ihn dir kurz vorstellen. Gringo Meyer kommt aus der angeblich hässlichsten Stadt Deutschlands. Gemeint ist Ludwigshafen am Rhein. Das ist von hier, also von mir aus jetzt, ca. 30 Kilometer entfernt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Ludwigshafen tatsächlich als so hässlich empfinden soll. Es ist halt eine Industriestadt. Also zumindest noch. Aber zurück zu Gringo Meyer. Der macht Musik auf Pfälzisch, also mit Pfälzer Dialekt. Und das ziemlich gekonnt und mit Ohrwurmcharakter. Unbedingt mal reinhören. Gringo Meyer in die Suche eingeben. Halt, aber nicht sofort, weil jetzt kümmern wir uns erstmal um den Song Ayo von eben diesem Gringo Meyer. Hallo, Stefan Pietrek hier und willkommen im neuen Video. Erstmal ein paar Besonderheiten zur Meyerschen Spielweise und spring nicht schon wieder vor zum Lied, weil sonst entgehen dir ein paar wichtige Details, die ich hier jetzt erkläre und die dir dann im späteren Abschnitt fehlen. Und dann kommen wieder irgendwelche Fragen, ja, weil du hier den Abschnitt übersprungen hast. Also nimm dir die Zeit und hör zu. Ein Like wäre noch schön. Ich bräuchte noch ein Like. Auffällig sind die vielen Hammerings bei C-Dur, mit denen eigentlich immer in den Akkord gestattet wird und manchmal auch bei A-Moll. Bei C-Dur wird dabei auf den zweiten Bund der D-Seite gehämmert. Und bei A-Moll entweder auf den zweiten Bund der G-Seite oder auf den ersten Bund B-Seite. Zweite Besonderheit ist der F-Dur-Akkord, der hier immer als F Major 7 gegriffen wird, was dem Akkordwechsel auf C-Dur sehr zugute kommt. Du hast schon gesehen, ne? Capodaster im zweiten Bund, original wird so gespielt, ich spiele es ja auch so, F Major 7. Zeigefinger, erster Bund B-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund G-Seite, Ringfinger, dritter Bund A-Seite und kleiner Finger, dritter Bund D-Seite. Und beim Wechsel von F Major 7 auf C lässt du den Ringfinger und den Zeigefinger liegen und wechselst einfach mit dem Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Seite. Und zurück genauso, ne? Mittelfinger runter auf die G-Seite und kleiner Finger wieder auf den dritten Bund D-Seite. Und so wird das Hammering dann beim Wechsel von F Major 7 auf C zum Kinderspiel. Beim Wechsel von F Major 7 auf A-Moll, das hört man auf der Studioaufnahme, spielt er es oft gar nicht gehämmert, aber live macht er das und ich finde es eigentlich ganz schick und ich zeige dir das hier auch, kannst dann selbst entscheiden. In der eingeblendeten Tabulatur habe ich das dann in Klammer gemacht, das Hammering, ne? Einfach weil es ja so optional ist. Beim Wechsel von F Major 7 auf A-Moll, kleiner Finger, Ringfinger weg, Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Seite und dann ist der Ringfinger frei fürs Hammering. Ja, F Major 7, Wechsel und Hammering. An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Also du weißt es vielleicht schon, auch und gerade YouTuber wie ich leben nicht nur von Luft, Liebe und ein paar Werbekröten, die man auf seine Videos bekommt. Deshalb kauft alle meinen neuen 3-Säulen-Gitarrenkurs für Anfänger. Nennt sich der Gitarrenstatter. Ja, auch wenn du kein Anfänger mehr bist. Warum? Weiß ich nicht. Obwohl doch, ich habe jetzt Gutscheine, echte Gutscheine, die du verschenken kannst. Schau mal rein auf gitarrenzeugs.de, Link in der Videobeschreibung. Zack, und jetzt geht's weiter. Strophe 1, C-Dur, F Major 7, A-Moll, F Major 7. Wechsel wie vorhin erklärt. Falls du den Abschnitt trotz meiner Warnung übersprungen hast, dann selbst schuld, spring zurück, schau es dir an. Die erste Strophe wird etwas verhaltener gespielt und die helle E-Seite dabei nicht angeschlagen. Deshalb steht sie in der Tabulatur auch in Klammer. Ja, es ist nicht schlimm, wenn sie mal mitklingt, aber bitte nicht bewusst anschlagen. Start mit C-Dur und einem Hammering. Kennst du ja jetzt. Und der Anschlag 1, 2 und 4 und. Auf die 4 und, dabei der Wechsel auf F Major 7, wie vorhin erklärt. Und auf die Zählzeit 4
dabei schon den Mittelfinger lösen. Im zweiten Takt, beim F Major 7, auf die Zählzeit 4 und, dann schon mal den kleinen und den Mittelfinger lösen, Aufschlag und dann einfach wieder das Hammering mit dem Mittelfinger auf die D-Seite. Also Takt 3 und 4 dann genauso wie Takt 1 und 2. Nur beim Aufschlag auf die Zählzeit 4 und des vierten Taktes, also beim Wechsel von F Major 7 auf A-Moll. Wie vorhin erklärt, kleiner Finger und Ringfinger weg und für den Aufschlag schon mal den Mittelfinger auf den zweiten Bund der D-Seite. Und dann auf die Zählzeit 1 des fünften Taktes mit dem Ringfinger Hammering auf den zweiten Bund der G-Seite. Oder alternativ kein Hammering, dann die G-Seite greifen und die tiefen Saiten vom A-Moll anschlagen. Und Takt 6 dann wieder F Major 7. Nur Wechsel von A-Moll, F Major 7, Zeigefinger bleibt liegen für den Aufschlag und du greifst wieder das F Major 7. Takt 7 und 8 dann wieder genauso wie Takt 5 und 6, nur am Ende von Takt 8, also beim Aufschlag, wieder das C-Dur vorbereiten. Diese 8 Takte werden in der Strophe dann wiederholt und ich spiele es jetzt hier mal langsam im Zusammenhang. Nach der Strophe geht es in einen Instrumentalteil. Wieder zuerst C-Dur mit dem Hammering, auch wieder 1, 2 und 4 und auf den Aufschlag auf die Zählzeit 4 und wird schon mal der nächste Akkord angespielt. Das ist ein E7 und zwar mit dem kleinen Finger auf den dritten Bund der B-Seite greifen, Aufschlag und auf die Zählzeit 1 des nächsten Taktes kommt dann Mittelfinger auf den zweiten Bund der A-Seite und Zeigefinger auf den ersten Bund der G-Seite hinterher. Und dann ein A-Moll, diesmal zuerst ein Hammering mit dem Zeigefinger auf den ersten Bund der B-Seite. A-Sus 2, also Zeigefinger wieder weg. Und auf die 4 und wieder ein F Major 7. Diesmal zuerst als Sus 2 Akkord, also mit nicht gegriffener G-Seite. Auf die 1 des nächsten Taktes dann ein entsprechendes Hammering mit dem Mittelfinger auf eben diese G-Seite. Und danach wieder weg damit. Auch diese 4 Takte werden dann wiederholt, einmal im Zusammenhang. Strophe 2. Im Grunde das gleiche wie in Strophe 1, nur wird hier auch die helle E-Seite mit angeschlagen. Gleicher Anschlag, gleiche Akkorde, eventuell eine kleine Variation im 11. Takt. Und auch im 16. Takt, weil es danach noch in einen Übergang geht für den Refrain.
Und zwar mit E-Moll 2 Takte und G-Dur 2 Takte. Am Ende von G-Dur habe ich noch ein G7 mit eingebaut, so wie es Gringo Meier in seinen Live-Versionen macht. Also das finde ich ganz schick so. Im Studio bleibt er da auf G. Die Strophe 2, einmal im Zusammenhang. Langsam natürlich. Die ersten 8 Takte genauso gespielt wie im Instrumentalteil. Takt 9 bis 12, dann statt dem E7 ein G-Dur. Und zwar diesmal auch mit dem Mittelfinger auf dem dritten Bund der B-Seite gegriffen und natürlich der kleine Finger auf dem dritten Bund der hellen E-Seite. Und beim Aufschlag auf die 4 und, also beim Wechsel von C auf das G, auf die 4 und, schon diese beiden hier gegriffen haben. Die letzten 4 Takte des Refrains dann genauso wieder wie die ersten 4 Takte. Einmal Refrain im Zusammenhang. Nach dem Refrain kommt eine Bridge, also so nenne ich sie hier mal. Diese wird wieder etwas zurückhaltender angeschlagen, also verzichte darauf, die E-Seite, die helle E-Seite bewusst anzuschlagen. Die ersten 4 Takte, 2 Takte G-Dur, dann A-Moll und F Major 7. Nochmal 2 Takte G und 2 Takte F Major 7. Danach wieder ein Instrumentalteil, der im Grunde genauso gespielt wird wie eine halbe Strophe, nur mit etwas Variation in den Anschlägen.
Ich spiele diesen Teil einmal komplett vor. Danach noch Strophe 3, auch minimal variiert in den Anschlägen, einmal komplett. Und am Ende kommt der Refrain, wie du ihn schon kennst, nur ganz am Ende kommt eben dann auch ein Ende und nicht ein Übergang in die Bridge wie beim ersten Refrain. Deshalb hier nur die letzten 8 Takte dieses Refrains. So viel von I.O. von Gringo Meyer. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Dann gib mir deinen Daumen, schreib was Nettes in die Kommentare und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Ciao und bis zum nächsten Video.